Ist die DKB Bank eine gute Bank für Auswanderer? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Die DKB ist eine Bank, die bei Auswanderern sehr beliebt ist, denn sie ist außerordentlich flexibel, wenn es darum geht, Konten für Deutsche zu eröffnen, die im Ausland wohnen oder die ins Ausland umziehen. Denn vielfach wird feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, ein Konto bei einer deutschen Bank und damit natürlich auch deutschen Kundenservice weiter nutzen zu können, wenn du einmal im Ausland bist. Wer auswandern will, wer Deutschland verlassen will und sich abmelden möchte ins Ausland, der stellt sich natürlich immer wieder die Frage, welches Konto soll ich im Ausland verwenden? Muss ich mir dann im Ausland eine neue Bank suchen oder aber kann ich einfach meine deutsche Bank weiterverwenden? Nun, hier muss man verschiedene Dinge natürlich berücksichtigen. Zum einen mal gibt es regulatorische Aspekte. Das heißt, wird deine Bank überhaupt mit dir weiter zusammenarbeiten wollen, wenn du ins Ausland umziehst? Oder bist du praktisch gezwungen, ein Konto bei einer neuen Bank im Ausland zu eröffnen? Dann gibt es auch noch ein paar steuerliche Aspekte. Dann gibt es natürlich auch noch einige Aspekte in puncto Vermögenssicherung, die man klären muss. Alle diese drei Dimensionen wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Fangen wir mit den regulatorischen Aspekten an. Also den größten Fehler, den du machen kannst, ist, dass du einfach auswanderst und nach der Auswanderung bei deiner Bank anrufst und sagst so, ich bin jetzt ausgewandert, ich wohne jetzt im Ausland, ich möchte Ihnen jetzt meine neue Adresse, möglicherweise meine neue Steuernummer mitteilen. Bitte schicken Sie ab sofort sämtliche Korrespondenz an diese Adresse. Wenn du nämlich Pech hast, dann wird die Bank zu diesem Zeitpunkt sagen, es tut uns leid, jetzt wohnen Sie in einem Land, das wir leider nicht mehr unterstützen. Aus Compliance-Gründen, aus regulatorischen Gründen können wir leider die Geschäftsbeziehung mit Ihnen nicht aufrechterhalten, wenn Sie in diesem Land wohnen. Daher müssen wir Ihr Konto leider schließen. Und das ist ein komplett normaler Vorgang. Hier gibt es alle möglichen Grundlagen. Zum einen hat die EU zum Beispiel eine schwarze Liste. Hier geht es um Länder, die in der EU nicht sehr geliebt sind. Nehmen wir zum Beispiel einmal Panama als Beispiel. Panama steht auf der schwarzen Liste der EU, weil Panama bei Steuersachen nicht mit der EU kooperiert. Da wird es bei einem Umzug nach Panama so sein, dass deine Bank in der Regel das Konto schließen muss. Dann gibt es auch noch die sogenannte FATF. Die FATF ist die Financial Action Task Force. Auch sie hat graue Listen und schwarze Listen. Auf der grauen Liste der FATF steht zum Beispiel Monaco drauf. Auf der schwarzen Liste der FATF steht zum Beispiel Iran drauf. Also das heißt, auch wenn du in solche Länder umziehst, kann es möglicherweise sein, bei der schwarzen Liste ist es so gut wie sicher, dass Banken nicht mehr zusammenarbeiten wollen, wobei eben die FATF keine europäische Organisation ist. Sie hat zwar den Sitz in der EU, sie ist aber eine Organisation, die auf eine Initiative der OECD zurückgeht, also nicht der EU. Das heißt, auch Banken außerhalb der EU möchten dann oftmals kein Geschäft mit dir machen. Daneben haben Banken auch noch ihre eigenen schwarzen Listen, die einfach aufgrund der internen Risikobewertung angefertigt werden. Tatsächlich ist eine Auswanderung ein Minenfeld und deswegen auch vielfach kompliziert, weil man eben nicht unbedingt damit rechnet, dass man dann aufgrund des neuen Wohnsitzes auf einmal Probleme mit seiner Bank bekommt. Daher musst du vor deiner Auswanderung mit deiner Bank sprechen, ob sie weiterhin ein Konto aufrechterhalten möchte oder ob die Bank sagt, wenn du Deutschland verlässt, dann arbeiten wir nicht mehr mit dir zusammen oder wenn du die EU verlässt, dann arbeiten wir nicht mehr mit dir zusammen. Das sind also Dinge, die man im Vorfeld abstimmen muss. Und hier wirst du dann sehen, wenn du das getan hast, dass die DKB oftmals eine sehr gute Alternative ist, denn sie arbeitet gerne mit Kunden im Ausland zusammen, auch wenn du in Länder umziehst, die vielleicht andere Banken gar nicht so gerne sehen, wobei natürlich auch die DKB an die Listen der EU und der FATF gebunden ist. Aber gerade bei den internen Listen hat eben die DKB doch größere Flexibilität. Die zweiten Aspekte, die man berücksichtigen muss, wenn es um die Frage geht, ob die DKB eine gute Bank ist oder nicht, das sind steuerliche Aspekte. Macht es steuerlich einen Unterschied, wenn ich eine deutsche Bank habe, muss ich deshalb weiterhin Steuern in Deutschland bezahlen, wenn ich zum Beispiel Zinsen von der Bank bekomme oder auch zum Beispiel, wenn ich das Depot der DKB-Bank benutze. Und da muss man sagen, eindeutig nein, du bist in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig, wenn du Deutschland verlassen hast, das heißt, wenn du in Deutschland keinen Wohnsitz mehr hast oder Deutschland Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist. Wenn du im Ausland wohnst und weiterhin ein Konto in Deutschland hast und dann der Bank mitteilst, zum Beispiel der DKB, dass du jetzt im Ausland wohnst, du teilst der Bank
Bank deine neue Adresse im Ausland mit und deine neue ausländische Steuernummer, dann werden dir seitens der Bank, auch seitens der DKB, keine weiteren Steuern mehr abgezogen. Klammer auf, bei Dividenden wird meistens eine Quellensteuer einbehalten im Sitzstaat des Emittenten. Das hat aber nichts mit der Tatsache zu tun, ob du noch in Deutschland wohnst oder nicht. Die Quellensteuer richtet sich nach dem Quellensteuersatz, der im Doppelsteuerungsabkommen zwischen deinem Wohnsitzland und dem Sitzstaat der Emittentin festgelegt ist. Allerdings gibt es nun eine steuerliche Sonderregelung und das ist die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, § 2 des Außensteuergesetzes. Dabei wird definiert, dass du noch in Deutschland für 10 weitere Jahre möglicherweise steuerpflichtig bleibst, wenn du wichtige wirtschaftliche Interessen in Deutschland hast. Und zu wirtschaftlichen Interessen in Deutschland zählt auch ein Konto. Dazu würde auch ein Konto bei der DKB-Bank zählen. Hier musst du jetzt genau aufpassen. Wie gesagt, das Ganze gilt nur, wenn du in ein Niedrigsteuerland umgezogen bist, sagen wir zum Beispiel mal Monaco. Wenn du mehr als 154.000 Euro Vermögen in Deutschland hast, das heißt zum Beispiel eine Wohnung, die 100.000 wert ist und zum Beispiel 60.000 auf einem DKB-Konto oder aber 30% deines Gesamtvermögens sich in Deutschland befindet. Das heißt, wenn du insgesamt 45.000 Euro Vermögen hast und 20.000 davon befinden sich auf einem DKB-Konto, dann hast du weiterhin wichtige wirtschaftliche Interessen in Deutschland und dann fällst du unter diese erweiterte beschränkte Steuerpflicht, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst oder digitaler Nomade bist. Dann dürftest du also kein Konto in Deutschland haben, wenn du diese Steuerpflicht vermeiden willst. Das hat jetzt nichts mit der DKB zu tun. Auch ein Sparkassenkonto wäre davon genauso betroffen. Ein Wise-Konto aber zum Beispiel nicht, denn Wise ist ja nicht in Deutschland und damit wäre auch das Vermögen, das bei Wise liegt, nicht in Deutschland. Das heißt, in diesem Kontext wäre natürlich nun die DKB nicht zu empfehlen, nicht weil etwas mit der DKB nicht stimmt, sondern weil grundsätzlich ein deutsches Konto in diesem Zusammenhang zu vermeiden ist. Bei einem Depot übrigens verhält es sich anders. Da hängt es davon ab, ob die Werte, die in dem Depot liegen, deutsche Werte sind. Deutsche Aktien, BMW-Aktien, Mercedes-Aktien, ETFs ist egal, du kannst ja nicht entscheiden, welche Zusammensetzung der ETF hat. Unter der Annahme, dass der ETF in Luxemburg oder in Irland aufgelegt ist und nicht in Deutschland, dann sind ETFs davon nicht betroffen. Und wie gesagt, ein deutsches Depot zählt nicht zu deinem deutschen Vermögen, wohl aber Aktien deutscher Unternehmen, die in diesem Depot liegen, aber da wären auch Schweizer Depots oder amerikanische Depots davon betroffen. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt und da geht es eben eher um strategische Dinge und Vermögenssicherung. Wenn du Deutschland sehr bewusst verlässt und nicht zum Beispiel, weil dein Jobangebot in Frankreich hast, wenn du Deutschland also sehr bewusst verlässt, wenn du die EU ganz bewusst verlässt, weil du eben nicht mehr in der EU verstrickt sein willst, wenn du kein Vermögen mehr in der EU haben willst, weil du zum Beispiel nicht vom europäischen Kontenregister betroffen sein willst, wenn du nicht von europäischen Anti-Geldwäscherei-Richtlinien betroffen sein willst, wenn du nicht vom automatischen Informationsaustausch betroffen sein willst, dann solltest du natürlich darauf achten, dass du auf keinen Fall ein Konto bei der DKB hast oder auch bei anderen Banken in der EU, inklusive natürlich Revolut und Wise. Und auch Konten in Liechtenstein sind übrigens vom europäischen Kontenregister und den Regelungen, die ich gerade eben genannt habe, betroffen. Also das heißt, selbst wenn ein Konto bei der DKB dann machbar wäre vielleicht, entscheidest du dich möglicherweise ganz bewusst dazu, dieses nicht zu betreiben oder dieses gar nicht erst zu eröffnen. Auch wenn die DKB das für deinen konkreten Wohnsitz sehr gerne machen würde. Wir haben viele Mandanten, die in einer solchen Situation sind. Sie eröffnen Konten zum Beispiel in Georgien, zum Beispiel in Serbien, zum Beispiel in den USA, in Singapur, in Hongkong, in den Philippinen, in Tansania und ähnlichen Ländern. Wir können dich natürlich dabei unterstützen. Details auf unserer Webseite, Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Also, summa summarum ist die DKB zu empfehlen, auf jeden Fall. Ich empfehle die DKB wärmstens. Sie ist eine gute Bank. Mir ist nichts Schlechtes zu ihr bekannt. Sie hat viele zufriedene Kunden, aber du solltest dir eben überlegen, inwieweit die hier genannten steuerlichen Aspekte und natürlich dann auch strategischen Aspekte zur Vermögenssicherung auf dich zutreffen. Vor allem der letzte Punkt ist für viele Mandanten natürlich ausschlaggebend. Wobei das ist eben mit dem europäischen Kontenregister dann auch für alle EU-Konten gegeben, nicht nur für die deutschen Konten, aber spezifisch hat natürlich gerade das Deutsche Finanzamt schon heute auf deutsche Konten einen Zugriff und kann natürlich auch extrem einfach Konten sperren, wenn geglaubt wird, dass noch Steuern geschuldet werden deinerseits. Also, das heißt, selbst wenn man ein Konto bei der DKB durchaus empfehlen kann, würde ich es wahrscheinlich nur für kleinere Beträge oder als Backup-Konto verwenden. Garantiert nicht als mein Hauptkonto, wenn ich ins Ausland auswandere, wo ich den Großteil meines Vermögens dann
drauf verwalte. In diesem Sinne, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern oder Plan B beschäftigst, wenn du dich für Kontoeröffnung im Ausland beschäftigst, dann würde ich mich freuen, wenn du dich bei uns meldest. Wie gesagt, Details zu diesen Leistungen auf unserer Website. Wir können auch gerne ein Beratungsgespräch führen. Wir unterstützen Mandanten seit 20 Jahren dabei auszuwandern, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, weitere Staatsbürgerschaften zu erwerben, Konten zu eröffnen, Vermögen zu diversifizieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.